Hi, wie schon in vorherigen Videos angekündigt, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, was Microsoft mit den fragwürdigen Updates zu Windows 11 gerade so macht. Und die Probleme reißen leider nicht ab. User sitzen vor schwarzen Bildschirmen, Rechner starten nicht mehr hoch oder auch ganz aktuell schwere Frame-Drops in Spielen. Dann kommt zwar ein Fix zum schwarzen Bildschirm, allerdings kommt mit einem neuen Feature wiederum ein neues Problem dazu. Deswegen schauen wir uns an, welche Probleme akut sind und wie wir sie lösen können. Beginnen wir mit dem größten Problem. Nach dem obligatorischen Sicherheitsupdate KB 507-4109, das im Januar veröffentlicht wurde, melden Nutzer weltweit eben über die schwarzen Bildschirme beim Start oder im Spiel. Nutzer beklagen sich über visuelle Artefakte wie Pixelfehler, Farbstreifen oder aber auch massive FPS-Einbrüche. Besonders kurios, wer eine RTX 5080 oder 5090 besitzt, kämpft teilweise mit kompletten Systemabstürzen, dem sogenannten DPC Watchdog Violation Fehler, was quasi heißen würde, dass die Hardware nicht kompatibel mit Windows ist. Es wurde auch festgestellt, dass bei Spielen, die die GPU weniger beanspruchen, weniger passiert und wenn es richtig zur Sache geht, zwischen 10 und 20 FPS auf der Strecke bleiben. Wurde das Update deinstalliert, war alles wieder wie gehabt. Es spielt also keine Rolle, ob ihr ein High-End-Monster oder eine Mittelklasse-Karte im PC habt, das Update scheint jeden zu treffen. Und Nvidia bestätigt selbst laut ihrem Forum, dass sie das untersuchen und ja, das Problem verschwindet, wenn man KB 507-4109 deinstalliert. Und wenn man sich die Posts im Nvidia Forum ansieht, dann sieht man, dass es hier nicht um eine bestimmte Grafikkarte geht oder um eine bestimmte Hardware-Konfiguration, denn hier ist wirklich alles vertreten und jeder hat irgendwelche Probleme. Es liegt nicht unbedingt am Treiber, sondern an einer Inkompatibilität zwischen Windows und der GPU-Kommunikation. Und nein, das optionale Update KB 507-4105 behebt nur den schwarzen Desktop-Bildschirm, nicht die Spielartefakte. Wenn du nur die Frame-Drops hast, dann warte auf den offiziellen Hotfix-Treiber. Der kommt laut Insider in den nächsten Tagen von Nvidia. Was hier nochmal ausdrücklich zu erwähnen ist, wer keine Probleme hat mit dem KB 507-4109, das im Jänner erschienen ist, und dem KB 507-4105, das den schwarzen Bildschirm gefixt hat, der sollte diese Updates auf jeden Fall oben lassen. Denn es wurden über 100 Lücken geschlossen und diese sollten natürlich auch zubleiben. Und da es in den vorherigen Videos den ein oder anderen Kommentar gab, dass man das erste Update nicht mehr deinstallieren kann, weil es nicht angezeigt wird, schauen wir uns nochmal kurz an, wie das funktioniert. Und wenn du bis hierher ein begeisterter Zuschauer warst, dann lass gerne einen Like und ein Abo da, damit du gleich erfährst, wenn Windows dieses Debakel gelöst hat und natürlich auch weitere nützliche Videos von mir vorgeschlagen bekommst. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie wir die Updates bzw. die Patches deinstallieren und die nachfolgenden Windows-Updates für die nächsten 5 Wochen auf jeden Fall mal sperren, bis wir hier etwas Neues haben. Im Update-Verlauf sehen wir hier unsere installierten Updates. Da gehen wir ganz nach unten, Updates deinstallieren. Und hier sehen wir zum Beispiel nur noch das KB 507-4105. Das ist ja der Fix für den Black Screen. Und dieser muss zuerst deinstalliert werden, bevor wir das KB 507-4109 Update deinstallieren können. Das ist momentan die einzige Lösung laut den Nvidia-Foren und den Leuten dort, wie ihr das Stottern oder die Frame-Drops in den Griff bekommt. Danach pausieren wir die Updates für die nächsten 5 Wochen und hoffen, dass Microsoft oder auch Nvidia hier schnellstmöglich Abhilfe schaffen mit einem Fix. Und hier haben wir dann die Lösung für die Fragen in den Kommentaren, warum Sie das KB 507-4109 nicht sehen. Hier ist es.
es muss zuerst das 41.05 Update deinstalliert werden und dann können wir mit dem 41.09 fortfahren. Dann können wir entweder später neu starten und gleich die Updates anhalten oder wir starten einmal das System neu und gehen dann in die Einstellungen und halten es dort einmal für die nächsten 5 Wochen an. Noch besser wäre natürlich, wenn wir es nächste Woche schon wieder einschalten könnten, aber das liegt leider nicht in unseren Händen und somit gehen wir auf Updates aus, 5 Wochen und erledigt. Und am Anfang des Videos habe ich ja über ein neues Feature mit dem Update 5.07 41.05 gesprochen. Hier hat Microsoft nämlich ein klein wenig etwas verändert. Neben dem Blackscreen-Bug, den es behoben hat, hat es im Hintergrund noch offiziell seine Systemdateien geschützt. Denn die Funktion temporäre Dateien bereinigen läuft jetzt ohne Adminrechte und zeigt deshalb keine Windows-Update-Reste mehr an. Zusätzlich kommt die User Account Control Anfrage, die wir dann noch bestätigen müssen, bevor wir überhaupt in dieses Menü kommen. Die Bereinigung der Windows-Update-Files ist natürlich trotzdem noch möglich. Hier sehen wir noch kurz, bei den temporären Dateien sind die Windows-Updates nicht mehr enthalten und können so nicht mehr gelöscht werden. Nun müssen wir also über die Datenträgerbereinigung als Administrator die ganze Geschichte löschen, wenn wir das möchten. Es ist zwar somit immer noch möglich, aber die schönste Lösung ist es nicht unbedingt. Bei Fragen schreibt mir gerne in die Kommentare und wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne einen Like da und abonniert den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.